Sieht echt aus wie ein Wurfzelt. Nun, ist aber kein Wurfzelt. In der Anleitung steht, dass man 2 Meter Abstand halten soll, wenn man den aufhaltet. Von Kindern, von anderen Objekten. Das habe ich jetzt nicht ganz. Aber ich probiere es einfach mal, was passiert. Tada! Der WIP-Wetterschutz ist da. Was ist denn das? Das schauen wir uns an. Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei demsrad.de, dem YouTube-Kanal für urbane Mobilität. Ich bin der Tobias und ich habe für euch ein ganz spannendes Produkt getestet, genau für die Bedingungen, die wir hier gerade haben. Es ist nämlich Anfang Dezember. Es regnet, es könnte auch Schnee sein, aber es ist genau das Grad zu warm. Das sind eigentlich die hässlichsten Bedingungen, um Fahrrad zu fahren. Und da hat sich ein Team aus Konstanz was gedacht, was könnte ich da besser machen? Und rausgekommen ist der WIP-Wetterschutz und den schauen wir uns heute zusammen an. Die Idee von dem WIP-Wetterschutz ist so einfach wie simpel und auch erprobt. Es ist nämlich einfach eine Frontscheibe mit einer kleinen Verlängerung gegen Regen an einem Fahrrad zu montieren. Ungefähr das, was BMW mit dem C1 Motorroller mal probiert hat, dabei krachend gescheitert ist am Ende des Tages. Aber das hier ist tatsächlich relativ simpel. 249 € kostet das Ganze und wiegt gerade mal 1 Kilo. Und ich zeige euch jetzt genau, wovon wir sprechen. Was wir hier sehen, ist die Parkposition. Das heißt, die Frontscheibe ist nach hinten runtergeklappt und wird hinten am Sattel festgemacht mit einem kleinen Bändchen. Und das hier, was wir jetzt sehen, das ist die tatsächliche Fahrposition. Und ihr seht, die Frontscheibe ragt hoch hinauf und soll dafür sorgen, dass ihr sowohl ein klares Sichtfeld habt, als auch trocken bleibt, inklusive der Hosenbeine bis irgendwo so knapp über den Füßen. Und oben gibt es noch die kleine Verlängerung, dass entsprechend auch über dem Helm noch ein bisschen Schutz ist. Das Ganze kann in Sekundenschnelle montiert und demontiert werden und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Dazu müssen wir als erstes hier diese Klettbänder lösen, links wie rechts. Und dann ziehen wir das einfach ab. Und dann sehen wir den Wetterschutz in seiner vollen Form, wie er ist. Das heißt, die Montage ist denkbar simpel und einfach. Montiert wird der WIP-Wetterschutz an 2 Lenkerhörnchen. Das ist älteren Modellen von euch, so wie auch mir, definitiv noch bekannt als ein Ding, was man bei Mountainbikes früher hatte, um eine gute Griffposition beim Lenker zu kriegen. An einigen Trekkingrädern sind die Dinger heute noch montiert. Und bei WIP braucht man sie tatsächlich wieder, um vorne an 2 Punkten entsprechend die Frontscheibe zu montieren. Das Ganze funktioniert mit Klettbändern innerhalb von Sekunden, setzt aber voraus, dass ihr einen Lenker habt, wo ihr am Ende die Griffe über den Lenker schieben könnt, also keine im Griff integrierten Lenker entkappen, damit ihr ungefähr 1,5 cm auf dem Lenker frei habt. Die Montage funktioniert an geraden Lenkern, so wie ich das hier habe, aber auch an gekröpften Lenkern und WIP liefert 2 verschiedene Hörnchen, je nachdem welchen Lenkertyp ihr habt. Ihr könnt euch aber auch das zweite Teil als Ersatzteil kaufen. Grundsätzlich maximale Lenkerbreite ist ungefähr 750 mm. Ich bin hier also am oberen Ende dessen, was machbar ist. Für die Montage am Bike sieht es so aus, dass ihr den Wetterschutz einfach in die Hand nehmt, die beiden Gurtbänder öffnet und dann hier vorne einfach in die Hörnchen einschiebt. Das ist denkbar einfach. Erste Seite doppelt sichern und zweite Seite doppelt sichern. Und es gibt dann noch unten einen kleinen Neoprengurt, den man ebenfalls feststecken kann, damit, wenn oben starker Wind drauf kommt, das Ganze nicht zu sehr nach hinten knicken kann. Ihr seht aber schon, es hat schon eine gewisse Beweglichkeit und bei Sturm, da kommen wir gleich zu. Einer der Hauptvorteile soll natürlich der Regenschutz sein, aber das Ding soll auch gegen Kälte und Insekten und andere Dinge gut sein, die einen im Winter und auch bei schlechten Witterungsbedingungen vom Fahrrad abhalten. Deshalb kann man das ganze Teil aber noch etwas kompakter machen. Das heißt, wenn wir hier seitlich die Gurtbänder lösen und hier noch diesen Klitzstreifen, dann kann man die Oberseite einfach abnehmen. Das Ganze ist gut gesichert, aber alles von Hand innerhalb weniger Sekunden machbar. Und dann habt ihr quasi die obere Regenverlängerung in der Hand mit den Seitenteilen und dann bleibt euch eine Frontscheibe. Das heißt, ihr habt dann nur noch den Windschutz, kriegt keine Insekten mehr ins Gesicht, kriegt keine kalte Luft mehr ins Gesicht. Und das ist tatsächlich ein sehr spannender Use Case, denn wie ihr seht an dem Kindersitz hier oben drauf, ich fahre damit immer meine Kinder morgens zum Kindergarten und zur Tagesmutter, danach weiter zur Arbeit. Da ist das tatsächlich ultra praktisch, denn die Kinder sitzen vorne und es ist kalt und ich habe entsprechend Schutz davor. Jetzt stellt euch natürlich die Frage, wie gut funktioniert das Ding, wie taugt das, was kann das und was bewirkt das tatsächlich? Das habe ich mich auch gefragt, deshalb bin ich jetzt die letzten 2 Monate damit in München rumgefahren und man wird erstmal angeschaut wie ein Alien, insbesondere wenn man die Verlängerung oben drauf dran hat. Wenn man nur die Frontscheibe hat, dann ist den meisten Leuten relativ klar, wofür das gut ist. Wenn man aber tatsächlich so unterwegs ist, dass man mit der Regenverlängerung dran ist, ja, dann ist das schon relativ auffällig und ungewöhnlich und die Leute fragen sich einfach, was ist denn das und was macht der da? Der Effekt ist aber tatsächlich sehr gut. Wenn ihr hier vorne die Scheibe nur dran habt, dann könnt ihr gerade mit einem Kind vorne drauf bei, sag ich mal so, Temperaturen um die 0 Grad rumfahren und habt
keine Probleme, dass es dem Kind kalt wird. Euch wird es allerdings richtig warm, denn wenn ihr es gewohnt seid, dass ihr Fahrtwind habt, der euch kühlt, na, den gibt es halt nicht mehr. Ja. Das heißt, man kann theoretisch sehr viel weniger anziehen. Das Problem ist dann nur, dass der Rücken relativ kalt wird. Das heißt, das ist das erste Fahrradprodukt, wo es cool ist, einen Rucksack zu tragen. Rucksäcke sind ja sonst immer schwierig von der Temperaturverteilung. Hier ist tatsächlich praktisch, einfach einen Rucksack anzuhaben, dass der Rücken warm bleibt und die Brust und alles bleiben entsprechend hier vom Fahrtwind geschützt. Das gleiche gilt für Regen und dafür montiere ich jetzt mal schnell diesen Wetterschutz oben dran wieder. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Der erste Schritt ist hier das Einfädeln, dann die Klettgurte festziehen, dann seitlich einstecken und entsprechend dieses kleine Stückchen noch befestigen. Und das Ganze machen wir auch da an der Seite. Mit dem vollen Aufbau ist das Ding natürlich echt ungewöhnlich von der Optik her. Aber es funktioniert sehr gut. Ich habe hier einen relativ steilen Sitzwinkel, das heißt, ich sitze relativ weit vorne auf dem Rad und dennoch ist mein Helm oben abgedeckt durch die Verlängerung. Mein Kind vorne ist sowieso abgedeckt. Das ist super gut, wenn ihr ein normaleres Fahrrad habt mit einer etwas höheren Front und einem etwas flacheren Sitzwinkel, wo ihr also etwas aufrechter sitzt, ist das gar kein Problem und ihr könnt über die Neigung hier vorne, die sich einfach an den Hörnchen einstellen lassen, auch sicherstellen, dass ihr keinen Helmkontakt habt mit dem Wetterschutz und gleichzeitig natürlich der Schutz so weit wie möglich nach hinten reicht, um euch gut abzudecken. Grundsätzlich, wenn man bei Regen fährt, bei starkem Regen, sind bei mir mit dem breiten Lenker ein bisschen die Arme nass geworden. Also eine Regenjacke werdet ihr am Ende des Tages schon noch brauchen, aber ihr seid halt an sich nicht physisch nass. Außerdem reicht diese Verlängerung hier unten, dass zumindest bis, ich sag mal, knapp über den Knöchel alles trocken bleibt. Das heißt, die Hose, ihr braucht keine Regenhose darüber ziehen. Ich habe dann immer meine Neoprenüberschuhe angezogen, die ich beim Fahrradfahren im Winter relativ häufig trage, um einfach den ganzen Schmodder und das Streusalz und sowas nicht auf den Schuhen zu haben. Die in Kombination mit einer ganz normalen, leichten Regenjacke sorgen dafür, dass ihr komplett trocken bei der Arbeit oder wo auch immer ankommt. Und das ist genau das, was das Produkt liefern soll. Jetzt, ihr Lieben, habt ihr gesehen, ich bin ganz woanders und es ist Zeit für ein bisschen Bro Science. Denn ich habe das Wetterschutzsystem von WEP hier einfach mal an einem anderen Bike montiert. Und das ist mein Cross-Country Race Bike. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich genau damit vorhabe. Das ist somit sicher das ungewöhnlichste Cross-Country Race Bike, das es gibt. Das Rad wiegt ziemlich genau 10 Kilo, ist eigentlich dafür gemacht, dass ich möglichst schnell bergauf und bergab auch flitzen kann. Ja, und jetzt habe ich einfach mal gedacht, ich rüste das mal um. Und warum dieses Bike? Weil ich wollte für euch messen, wie groß der zusätzliche Luftwiderstand ist, den das Ding verursacht. Und da kommt es natürlich sehr, sehr, sehr gut, dass dieses Rad einen Powermeter installiert hat. Das heißt, ich kann hier an der Tretkurbel messen, wie viel Kraft ich in das System einbringe und kann dann vergleichen, was passiert, wenn ich mit Frontscheibe, mit Regenschutz, mit nur der Frontscheibe und ohne das ganze System unterwegs bin. Damit ich das Ganze komfortabel montieren kann, kein Problem habe mit der sehr tiefen Front an diesem Rad, habe ich mir einfach mal einen zweiten Vorbau und einen zweiten Lenker montiert und so das System einfach in zweiter Reihe installiert. Aufgezeichnet werden die ganzen Daten mit einem Wahoo-Tacho und ich habe außerdem natürlich noch die Möglichkeit, meinen Pulsgurt zu koppeln. Aber ich denke, vor allem geht es mir hier um die Watt, die ich in das System einbringe. Und dann wollen wir doch mal schauen, was sich dabei so ergibt. Bro Science deshalb, weil ich so halbwissenschaftlich gemacht habe. Ihr habt gesehen, ich habe ein Leistungsmesser am Fahrrad, an meinem Cross-Country-Bike. Und da habe ich einfach geschaut, wie viel Luftwiderstand habe ich mit einem kompletten Setup, mit nur der Frontscheibe und ohne. Und bin dafür eine Strecke von ungefähr 300 Metern hin und zurück gefahren, um entsprechend Windeinflüsse auszuschließen. Und habe dabei gemessen, wie viel Leistung ich brauche, wenn ich konstant 90 Umdrehungen die Minute an der Kurbel liefere. Das sind ungefähr 28 km/h. Die Geschwindigkeit habe ich so gewählt, dass sie ungefähr dem entspricht, was ich so beim Commuten als Geschwindigkeit habe. Und ihr wisst, je schneller ihr fahrt, desto größer ist der Effekt von der Aerodynamik. Das heißt, tendenziell war ich am oberen Ende dessen, was die Auswirkungen sind. Nun, long story short, was ist rausgekommen? Der Widerstand ist höher, definitiv höher. Ihr habt also keinen positiven Effekt, dass ihr grundsätzlich besser abgeschirmt seid und dass die Arme nicht so im Wind stehen, sondern mit dem Ding montiert habt ihr mehr Luftwiderstand. Das Spannende ist, dass das Setup mit der großen Verlängerung und den Seitenteilen tatsächlich weniger zusätzlichen Widerstand bedeutet als nur die Frontscheibe. Das heißt, wir reden von 27% mehr Leistung, die nötig ist für das komplette Setup und 33% mehr Leistung für nur die Frontscheibe. Das ist relativ viel, ein Drittel mehr Leistung, die ihr aufbringen müsst, aber am Ende des Tages bleibt ihr dafür auch trocken. Eure Entscheidung. Ich muss sagen, im Winter fahre ich sehr gerne mit, fahre dann etwas langsamer und nehme das Drittel Leistung vielleicht noch als Trainingseffekt mit. Wie sieht es aus, wenn man jetzt nicht nur Regen und Kälte hat, sondern auch Wind? Nun, da kommt das Ding an seine Grenzen. Wenn ihr Rückenwind habt, habt ihr ein schönes Segel, aber euer Rücken funktioniert auch als Segel. Wenn ihr aber
den Gegenwind habt von vorne, dann drückt es die gesamte Konstruktion, je nach Stärke des Winds, das ist jetzt übertrieben, so stark ist der Wind nicht, aber drückt es in eure Richtung und dafür brauche ich jetzt nicht so viel Kraft. Das heißt, wenn ihr den Helm relativ nah vorne dran habt, dann werdet ihr definitiv Helmkontakt haben, was irgendwo unangenehm ist. Ist das ein Problem? Ich würde sagen, auf längeren Strecken ja. Wenn es so 1 Kilometer ist oder 1,5, ist das, glaube ich, ziemlich egal. Wenn ihr aber wie ich ungefähr 8 bis 10 Kilometer zur Arbeit fahrt, je nachdem welchen Weg ihr wählt, dann ist es etwas, was schon gestört hat. Jetzt stellt sich die Frage, was könnte man bei diesem Erstlingswerk noch besser machen? Ich finde, es gibt noch ein bisschen Themen, wie das Ganze zusammengebaut ist, die natürlich zeigen, dass das noch ein relativ junges Produkt ist und dass man auch irgendwo beim Herstellungsaufwand entsprechend der Stückzahl sich ein bisschen Limitationen ausgesetzt sah. Ein echter Punkt in meinen Augen wäre aber, dass das Ding mit Reflektorelementen kommt, denn es gibt es zwar in Schwarz und in Weiß zu kaufen, vom Rahmen her, aber es ist nichts dran, was reflektieren würde, um im Straßenverkehr einfach noch besser sichtbar zu sein. Und mit der großen Fläche, die man hat, die hoch aufragt, kann man hier einfach nochmal was für die Verkehrssicherheit tun. Abgesehen davon gibt es natürlich Detailverbesserungen, absolut. In meinen Augen ist hier aber nichts dabei, wo man sagt, ja, offensichtlich ist das eine Funktionsschwäche, die man beheben muss, bevor man dieses Produkt fahren können würde. Es ist Kleinserie, es ist, sag ich mal, eher gebastelt von der Lösung her, aber es passt an extrem viele Fahrräder dran, es ist relativ flexibel einsetzbar und es ist am Ende des Tages für das, was es tun soll, exakt richtig geeignet. Dann kommen wir jetzt zur Königsdisziplin. Das ist nämlich das Ding mal einzufalten, wenn man es denn tatsächlich irgendwie mitnehmen will. Es kommt in einer praktischen Tasche, die man sich an den Lenker hängen kann. Und ich habe das noch nie gemacht, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ihr habt hier farbige Markierungen dran. Gelb, grün und hier oben und unten noch blau. Und damit sollte sich das eigentlich zusammenfalten lassen. So. Liegt hier hin. So, nicht schön, aber selten, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen kalt. So, im ersten Schritt macht ihr euch eine 8 hier vorne und dann könnt ihr das Ding hier oben grundsätzlich mal sehen, blau auf blau, gelb auf gelb, hat fast perfekt geklappt. Wenn ihr das gemacht habt, dann greift man sich nochmal die beiden grünen Teile hier, die grünen, und klappt das auch noch runter. Und dann habt ihr das relativ klein und im Lieferumfang ist auch ein kleines Band, was ihr dann entsprechend da drum packen könnt. So sieht das aus. Dann könnt ihr das in eine Tasche packen und verstauen. Die Tasche passt entweder vorne ans Bike, bei kleinen Vorderrädern, oder man kann sie sich hinten mit Spanngurten auch am Hinterrad festmachen oder in eine Packtasche stecken. Wie lautet mein Fazit zum WIP-Wetterschutz? Nun, das Ding sieht ungewöhnlich aus, tut aber genau seinen Job und ist relativ kompakt und mit 249 € ja, nicht gerade günstig, aber irgendwie noch leistbar. Und ich muss sagen, für meinen Use Case, wo ich einfach auch im Winter immer mit dem Fahrrad unterwegs bin, Kinder transportiere und bei der Arbeit nicht erstmal irgendwo eine Dusche brauchen will oder irgendwo einen Raum, wo ich mich ausziehen kann mit den ganzen nassen Regenklamotten, ist es einfach sehr praktisch. Würde ich es immer fahren? Tendenziell nein, denn die Anfälligkeit bei Regen, die ist gelöst, die Anfälligkeit bei Wind, die ist aber nicht gelöst. Das heißt, da spürt ihr es deutlich. Bei starkem Wind würde ich tendenziell das Fahrrad weiterhin ohne fahren. Das heißt, den Fall löst es nicht ganz. Abgesehen davon aber als Erstlingswerk ein echt gutes Produkt, das uns jetzt souverän durch den Alltag begleitet hat. Und von dem her etwas, was, wenn ihr im Winter unterwegs seid, aber ein Thema mit Wind und Nässe und Kälte habt, euch durchaus mal anschauen solltet. Das war's von mir und dem WIP-Wetterschutz. Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare, Rückfragen zu dem Produkt, sowohl bei uns im Forum, im Newsartikel, als auch hier bei YouTube. Und wenn ihr natürlich Spaß an solchem Content habt, dann habt ihr bestimmt den Kanal schon abonniert. Wenn nicht, dann macht's jetzt und über ein Like freue ich mich immer.